Stell dir einen grauen Samstagmorgen in Stuttgart vor, wie du mit einem kalt gewordenen Kaffee am Küchentisch sitzt und mit leeren Augen auf die Excel-Tabelle vor dir starrst. Im Hintergrund läuft das deutsche Staatsfernsehen ARD. Der Sprecher redet von der drohenden Rezession, der Energiekrise und den steigenden Nebenkosten. Du, also der Kluge, der Universitätsabsolvent, der Hochdeutsch spricht, der jeden Schritt plant, während du in dieser Excel-Tabelle die Dezimalstellen berechnest, begehst du eigentlich den größten finanziellen Fehler deines Lebens. Denk an den Nachbarn in der Wohnung nebenan, der vielleicht nicht einmal ein Abitur hat, der für dein halbes Gehalt arbeitet, dessen Auto aber luxuriöser ist als deins. Du weißt schon, nicht dieser typische Hans, sondern vielleicht der Mann, der sich nicht so sehr um Regeln schert, der Risiken eingeht, den du als einfach ansiehst. Warum wird er schneller reich als du? Warum häuft er, während du jeden Cent aus Angst vor dem Finanzamt umdrehst, Reichtum auf Reichtum an, als gäbe es keine Schwerkraft? Die Antwort wird wehtun, denn das Problem liegt nicht an deiner Intelligenz. Das Problem liegt genau in der Art und Weise, wie du diese Intelligenz nutzt. Mein Name ist Adam. Ich bin hier, um dir die Wahrheiten zu erzählen, die dein Bankberater im Anzug dir nicht sagen kann oder für die er seinen Job verlieren würde, wenn er sie sagen würde. Ich bin nicht dein Finanztherapeut oder Berater. Ich bin die Stimme, die dir kaltes Wasser ins Gesicht schüttet und sagt, wach auf. Wir werden darüber sprechen, warum in einem Land wie Deutschland, in dem Regeln, Bürokratie und die Suche nach dem sicheren Hafen, Sicherheit heilig gesprochen werden, kluge Menschen finanziell scheitern und wie nicht so klug erscheinende Menschen still und leise Millionäre werden. Und nein, das ist keine Glücks- oder Lotteriefrage. Das ist keine Magie, sondern Mathematik. Aber nicht die Art von komplexen Ableitungen oder Integralen, die du in der Schule gelernt hast. Das ist eine Einfachheit, die sich über deine Intelligenz lustig macht. Ich kenne den Moment auf der finanziellen Reise, in dem sich alles ändert. Dieser Moment ist der, mit dem kluge Menschen wie du am meisten zu kämpfen haben. Denn du denkst, dass der Aufbau von Reichtum von Grund auf ein kompliziertes Schachspiel ist. Vielleicht stellst du dir einen Mann im Anzug vor, der an der Börse komplexe Geschäfte macht, oder jemanden, der Glück hatte und von seinem Urgroßvater geerbt hat. Aber die Wahrheit ist, dass diejenigen, die Vermögen aufbauen, nicht unbedingt diejenigen sind, die am meisten verdienen oder die größten Risiken eingehen. Sie sind diejenigen, die diese grundlegende Wahrheit anwenden, über die du die Nase rümpfst und sagst, so einfach kann das nicht sein. Während dein kluges Gehirn jede Investition, jeden ETF-Kauf, jede Immobilienchance akribisch prüft, verwandelt es sich in deinen größten Feind, die Analyseparalyse. Während du nach dem perfektesten Riester-Rentevertrag suchst, hat der Freund, den du als naiv ansiehst, den Schneeballeffekt längst gestartet. Für uns, die wir in Deutschland leben, ist diese Falle noch tiefer. Das System sagt uns, mach keine Fehler. Dein Schufa-Score soll nicht sinken, deine Versicherungen sollen vollständig sein, alles soll garantiert sein. Für einen klugen Menschen, der mit dieser Denkweise aufgewachsen ist Investieren beängstigend. Denn Investieren muss von Natur aus Unsicherheit beinhalten. Du kontrollierst Daten, um die Unsicherheit zu managen. Du schaust auf die Inflationsraten. Du wartest auf die Zinsentscheidungen der Europäischen Zentralbank. Du fragst dich ständig, ist jetzt der richtige Zeitpunkt, ein Haus zu kaufen? Doch Vermögen wächst nicht auf einer linearen Linie. Es wächst wie ein Schneeballeffekt, der von einem Berggipfel herunterrollt. Es beginnt langsam und verwandelt sich dann in eine unaufhaltsame Kraft. Genau hier beginnt der Vorteil der Menschen, die nicht so klug sind. Sie warten nicht darauf, dass das Wetter perfekt ist, um diesen Schneeball ins Rollen zu bringen. Sie schubsen ihn einfach an. Du hingegen trittst auf der Stelle, während du die Struktur der Schneeflocken untersuchst. Diese Menschen erfassen instinktiv jene kritischen Schwellen, an denen der Zinseszins aus dieser theoretischen Welt heraustritt und sich in eine lebensverändernde Kraft verwandelt. Während du denkst, dass das Sparen von 100.000 Euro 10% des Weges zu 1 Million Euro sind, was mathematisch 10% sind, aber finanziell dynamisch gesehen niemals, haben sie diesen Weg schon längst zur Hälfte hinter sich. Denn sie sind diejenigen, die akzeptieren, dass das Warten, diese als barbarisch angesehene Idee, jahrzehntelang Geduld zu haben, eigentlich der einzige wahre Weg ist. Unsere klugen Köpfe sind so sehr an sofortige Belohnung, an Essensbestellungen in 30 Minuten, an One-Click-Shopping gewöhnt,
dass wir diese stille und langweilige Zeit, die Geld braucht, um zu arbeiten, als Scheitern wahrnehmen. Während dein Nachbar Hans sein Geld auf dem Girokonto verrotten lässt, machst du es vielleicht etwas besser und legst es auf ein Tagesgeldkonto, glaubst aber, dein Geld, das gegen die Inflation verrottet, sei in Sicherheit. Doch der einfach denkende Mann weiß, dass Geld nicht nur herumliegen darf, sondern dass es auch wie ein Arbeiter arbeiten muss. Ich sage dir hier nicht, sei dumm. Ich sage dir, dass du aufhören sollst, deine Intelligenz gegen dich selbst einzusetzen. Man muss kein Genie sein, um den Zinseszins zu verstehen, dieses 8. Weltwunder, das angeblich Einstein so genannt hat. Die eigentliche Tragödie ist folgende. Diejenigen, die diese grundlegende Mathematik nicht verstehen oder sie wie du durch Überanalyse verkomplizieren, rennen ihr Leben lang dem Geld hinterher, während ihr Geld auf Bankkonten fast ohne Gewinn herumliegt. Atme jetzt tief durch, schließ diese Excel-Tabelle, denn ich werde dir weiterhin erzählen, warum kluge Menschen verlieren und warum der Einfache gewinnt, anhand der kalten und grauen Realitäten Deutschlands. Auf eine Weise, die deine Logik, der du so sehr vertraust, dem Erdboden gleichmachen wird. Wenn du bereit bist, lass uns den ersten Schritt gehen, vor dem du so viel Angst hast. Hin zur Wahrheit. Warum haben sie es noch nicht geschafft? Warum machen sie ihr vielgerühmtes Universitätsstudium, ihr perfektes Deutsch und ihr regelmäßiges Monatsgehalt, das jeden ersten Tag des Monats auf ihr Sparkonto überwiesen wird, nicht reich? Weil das System in Deutschland nicht darauf ausgelegt ist, sie reich zu machen. Es ist darauf ausgelegt, sie zu einem perfekten Rädchen im Getriebe zu machen. Sie sind der Lieblingsbürger des Systems. Ein gehorsamer, moderner Sklave, der keine Risiken eingeht, nie ohne Haftpflichtversicherung aus dem Haus geht, sein Leben lang Miete zahlt, anstatt ein Haus zu kaufen und sich um den Reichtum anderer kümmert. Intelligente Menschen mögen Regeln, weil sie ihnen ein Gefühl der Sicherheit geben. Doch Vermögensaufbau beginnt dort, wo die Sicherheitszone endet. Während sie zusehen, wie ihr Bruttogehalt auf Nettogehalt sinkt und Gott sei Dank sagen, haben die Menschen, die sie nicht mögen, die Menschen, die sie für unwissend halten, den größten Trick des Spiels entdeckt. Geld wächst nicht linear. Sie haben wahrscheinlich ein Bild im Kopf, wie es ist, Vermögen anzuhäufen. Jeder Euro, den sie jeden Monat beiseite legen, bringt sie ihrem Ziel genau 1 Euro näher. Wenn sie 10.000 Euro sparen, sind sie ihrem Ziel 10.000 Euro näher. Klingt logisch, oder? Genau da täuscht sie ihr vermeintlich kluges Denken. Diese Denkweise widerspricht völlig der Realität des Geldes. Ihr ganzes Leben lang, in der Schule, an der Universität und im Beruf, wurde ihnen die Input-Output-Gleichung beigebracht. Die Devise: Je härter sie arbeiten, desto mehr verdienen sie. Doch in der Welt der Geldanlage ist diese Gleichung wertlos. Vermögen ist wie ein Schneeball, der einen Berg hinabrollt. Anfangs bewegt er sich so langsam, dass man ihn gar nicht sieht. An diesem Punkt geben die meisten klugen Menschen auf. Sie rechnen nach und sagen, so kann ich mir erst in 50 Jahren ein Haus leisten, und hören auf. Ungeduld ist der größte Albtraum der Intelligenz. Die Wahrheit ist, wenn Sie Ihr Geld klug anlegen, müssen Sie verstehen, dass es nicht einfach nur da liegt. Es arbeitet für Sie. Dies ist kein Schnellreich-Werden-Trick und auch kein Kryptospekulationsspiel. Es ist die einfache Mathematik, die seit Generationen Millionäre hervorbringt. Doch während Sie die Nachrichten verfolgen und analysieren, wie schlecht es der Weltwirtschaft geht, übersehen Sie diese simple Rechnung. Nehmen wir an, Sie sparen 500 Euro im Monat. Das reicht für ein paar Restaurantbesuche oder unnötige Abonnements. Bei einer Rendite von etwa 7%, die im Vergleich zu historischen Aktienmarktdurchschnittswerten recht konservativ ist, dauert es etwa 7 Jahre und 9 Monate, bis Sie Ihre ersten 100.000 Euro erreicht haben. Jetzt halten Sie inne und hören Sie mir zu. 7 Jahre und 9 Monate. Das klingt wie eine Ewigkeit, nicht wahr? Hier schnappt die Falle für den vermeintlich Schlauen zu. Sie schauen sich diese Excel-Tabelle an und denken, ich lege 8 Jahre lang jeden Monat 500 Euro beiseite, arbeite hart und habe am Ende nur 100.000 Euro. Ja, denn in dieser ersten Phase gehen 46.000 Euro des angesparten Geldes direkt aus Ihrer Tasche. Der Rest sind Zinsen. Sie tragen also die schwere Last. Der Zinseszinseffekt fängt gerade erst an. Sie geben auf und sagen, dieses System funktioniert nicht, es ist zu langsam. Oder sie suchen nach schlaueren, aber riskanteren Wegen und verlieren ihr Geld.
Aber Ihr einfacher Nachbar hält am Plan fest. Er erkennt, dass er nach 8 Jahren nicht nur 100.000 Euro besitzen, sondern auch den Grundstein für finanzielle Freiheit gelegt hat. Die meisten Menschen glauben, dass 100.000 Euro 10% ihres Ziels von 1 Million Euro ausmachen. Das ist ein völlig falscher Gedanke. Auch wenn es mathematisch wie 10% aussieht, haben Sie finanziell gesehen den schwierigsten, steilsten und anspruchsvollsten Teil des Weges bereits hinter sich. Stellen Sie sich vor, Sie lernen ein Musikinstrument. Jahrelang bringen Sie nur schwache Töne hervor. Die Fortschritte sind quälend langsam. Sie können nicht einmal eine schöne Melodie spielen. Aber wenn Sie dieses Niveau erreicht haben, geht plötzlich alles viel schneller. Für den Durchschnittsarbeiter in Deutschland ist es ziemlich schwierig, diese Art von Geduld aufzubringen. Alles um uns herum ist auf sofortige Befriedigung ausgerichtet. Eine Mahlzeit in 30 Minuten, ein Film in 3 Sekunden, einkaufen mit einem Klick. Die Vorstellung, jahrzehntelang zu warten, erscheint barbarisch. Doch genau in diesem Wartezimmer verläuft die Grenze zwischen Reichtum und Armut. Du hasst das Warten, du magst es nicht, weil du sagst, Zeit ist Geld. Du irrst dich, Zeit ist der Samen des Geldes. Und du lässt diesen Samen verkümmern, weil du die Erde umgräbst, bevor er überhaupt keimt, um nachzusehen, warum er nicht wächst. Lass uns jetzt darüber sprechen, wie diese Mathematik, über die du die Nase gerümpft hast und bei der du sagtest, lohnt es sich, so lange zu warten, zu deinen Gunsten wild wird. Du hast etwa 7 Jahre und 9 Monate lang die Zähne zusammengebissen, um die ersten 100.000 Euro zu erreichen. In dieser Zeit hast du deine Sparplanzahlungen nicht ausgesetzt, während deine Freunde vielleicht Urlaub auf Mallorca gemacht haben. Es war langweilig, es war langsam und seien wir ehrlich, es fühlte sich manchmal sinnlos an. Aber genau hier passiert die Magie, wenn du diese 100.000 Euro Grenze überschreitest. Die traditionelle deutsche Logik sagt dir, du bist noch ganz am Anfang des Weges. Aber die Mathematik sagt dir, der schwierigste Teil ist vorbei, jetzt bin ich dran. Denn weißt du, wie lange es dauert, den nächsten Meilenstein, die 200.000 Euro zu erreichen? Nur 5 Jahre. Ich möchte, dass du dir das in dein Gehirn einprägst. Von 0 auf 100.000 zu kommen, hat dich fast 8 Jahre gekostet, aber dieses Geld zu verdoppeln dauerte nur 5 Jahre. Du bist im 13. Jahr deiner Investitionsreise und hast 200.000 Euro auf deinem Konto. Genau hier beginnt der Zinseszins seine Macht zu zeigen. Du wirst schockiert sein, wenn du dir die Aufschlüsselung dieser 200.000 Euro ansiehst. Nur etwa 78.000 Euro davon sind das Stammkapital, das aus deiner Tasche geflossen ist. Die verbleibenden 122.000 Euro, das ist der Ertrag deiner Investition, die du völlig gelangweilt getätigt hast. Das kostenlose Vermögen, das dein Geld produziert hat, indem es für dich gearbeitet hat. Während du geschlafen hast. Während du dich bei der Arbeit mit deinem Chef gestritten hast oder während du in der S-Bahn nach Hause gefahren bist, hat dein Geld im Hintergrund immer gearbeitet und dir viel mehr eingebracht, als du in 13 Jahren hättest sparen können. Lass uns über deutsche Verhältnisse sprechen. Sagen wir, du hast einen guten Job und bekommst 3.000 Euro netto im Monat. Wenn du nicht in einer teuren Stadt wie München oder Hamburg lebst, ist es nicht schwer, von diesem Gehalt 500 Euro im Monat zur Seite zu legen. Das bedeutet, nicht jeden Tag draußen Kaffee zu trinken, diese unnötige Handyvertragsverlängerung nicht zu machen und vielleicht ein etwas bescheideneres Auto. Wer dieses Opfer bringt, erreicht im 18. Jahr ein Vermögen von 400.000 Euro. Und jetzt, halt an, dein persönlicher Beitrag innerhalb dieser 400.000 Euro bleibt neben dem Gesamtvermögen eine Komödie. Fast 3/4 deines Vermögens stammen jetzt nicht mehr aus deinen Ersparnissen, sondern aus dem Zinseszinswachstum. An diesem Punkt bist du nicht mehr der Sklave des Systems, du wirst der Partner des Systems. Du verdienst jährlich allein durch die Investitionserträge etwa 28.000 Euro. Erinnerst du dich, wie sehr du dich angestrengt hast, um die ersten 100.000 Euro zu sparen? Jetzt verdienst du jedes Jahr mehr als 1/4 dieses Betrags, ohne auch nur einen Finger zu rühren. Du wartest nicht mehr auf die geringe Rente, die dir das deutsche staatliche Rentensystem nach 40 Jahren Arbeit verspricht. Du hast deinen eigenen Rentenfonds viel schneller und stärker aufgebaut als der Staat. Das ist kein Traum vom Reichwerden. Das ist das mathematische Ergebnis eines disziplinierten Sparplans und der Geduld. Das ist keine Raketenwissenschaft, nur Mathematik der Achten. Klasse.
Aber die meisten Menschen verstehen das nicht, denn während sie Lotto spielen und auf Glück warten, kaufst du Zeit. Ich kann diese Stimme hören, die sich gerade in deinem Kopf dreht. Diese typisch deutsche Skepsis, diese Sätze, die mit „aber“ beginnen, liegen dir auf der Zunge. Aber Adam, was ist, wenn die Börse zusammenbricht? Aber Adam, schmilzt die Inflation mein Geld nicht dahin? Warum soll ich mein Geld an der Börse riskieren, wenn ich doch ein Haus in München kaufen könnte? Ich mache dir keinen Vorwurf. Du wurdest auf Sicherheit trainiert, nicht auf Freiheit. Aber komm, lass uns ein wenig Licht auf diese Ängste werfen. Du hast Angst vor plötzlichen Markteinbrüchen. Dabei sind Marktcrashs für langfristig Denkende wie dich keine Katastrophe, sondern ein Geschenk. Wenn die Preise fallen, kaufen deine regelmäßig überwiesenen 500 € mehr Aktienanteile. Bist du traurig, wenn dein Lieblingskaffee im Supermarkt auf den halben Preis fällt? Nein, du legst einen Vorrat an. Warum gerätst du in Panik und verkaufst, wenn die Börse fällt? Historisch gesehen hat sich der Markt immer erholt und die Aktien, die du in diesen Einbrüchen billig eingesammelt hast, haben deinem Vermögen eine Rakete verpasst, als der Aufstieg begann. Dann gibt es noch diese berühmte deutsche Betongold-Besessenheit. Alle deine Freunde träumen von einer Wohnung, für die sie 30 Jahre lang Sklaven der Bank sind, deren Wände sie nicht einmal streichen dürfen und für die sie ständig Hausgeld zahlen. Du hingegen wirst im 22. Jahr den Bereich von etwa 600.000 bis 650.000 € erreicht haben. Genau hier ist der zweite große Wendepunkt. Warum? Weil 650.000 €, wenn sie richtig angelegt sind und 8% Rendite bringen, dir jährlich etwa 52.000 € passives Einkommen generieren. Weißt du, wie hoch das Medianeinkommen der Haushalte in Deutschland ist? Etwa 78.000 €. Ja, vielleicht bist du noch nicht ganz auf diesem Niveau, aber um dieses Einkommen zu erzielen, musst du nicht mitten in der Nacht aufstehen, in der Kälte in den Zug steigen, die Arbeitslast eines Chefs ertragen, den du nicht magst, oder dich mit Büropolitik herumschlagen. Wenn du dieses Niveau erreichst, macht es in deinem Leben Klick. Die Angst vor dem finanziellen Ruin verschwindet vielleicht nicht völlig, aber sie schrumpft dramatisch. Denn du erzielst jetzt jährlich 40.000 bis 50.000 € passives Einkommen. Deinen Job zu verlieren ist keine Katastrophe mehr, es ist nur noch eine Unannehmlichkeit. Krank zu sein bedeutet nicht den finanziellen Bankrott. Genau das ist es, was die meisten Menschen, insbesondere dein Hausbesitzerfreund, der unter einer Baufinanzierung erdrückt wird, nicht haben. Optionen. Mit einem liquiden Vermögen von 650.000 € kannst du jederzeit überall auf der Welt hingehen. Du kannst das Unternehmertum ausprobieren, wenn du willst. Oder du kannst einfach sagen, ich will heute nicht zur Arbeit gehen. Du hast völlig recht, dir Sorgen wegen der Inflation zu machen. Das ist eine faire Frage. Aber wenn du die Strategie richtig aufbaust, hört auch das auf, ein Problem zu sein. Wenn dein Portfolio jährlich um 8 bis 9% wächst, und du nur 6 bis 7% davon ausgibst, bekämpft das verbleibende Wachstum die Inflation. Dein Stammkapital auf der Bank wächst weiter, was bedeutet, dass sich dein passives Einkommen jedes Jahr erhöht und sich gegen die Inflation schützt. Du erhältst also nicht nur deine Kaufkraft, du vergrößerst sie mit der Zeit. Wenn dann noch die Rente dazukommt, die der deutsche Staat dir gnädigerweise gewähren wird, was derzeit einem Wert von durchschnittlich etwa 1.900 € entspricht, wird dein finanzielles Bild unbesiegbar. Du steigst aus der sicheren Armut aus, die das System dir aufzwingt, und schreitest Schritt für Schritt auf eine Freiheit zu, die riskant aussieht, aber eigentlich mathematisch bewiesen ist. Und jetzt kommen wir zu der 7-stelligen Grenze, an der mental alles durchbrochen wird, an der die Mathematik dir sagt, du hast das Spiel erfolgreich gemeistert. 1 Million €. Das ist der Punkt, an dem die Dinge wirklich unfassbar werden. Den ersten Meilenstein von 1 Million € zu erreichen, dauert mit diesem entschlossenen und disziplinierten Investment von 500 € im Monat und einer durchschnittlichen Rendite von 7% etwa 29 Jahre. Jetzt höre ich dich fast sagen, 29 Jahre sind sehr lang, Adam, ich werde dann alt sein. Aber lass mich dir eine kalte Wahrheit sagen. Die 29 Jahre werden sowieso vergehen. Sie werden vergehen, ob du investierst oder nicht. Der einzige Unterschied ist dieser: Wirst du, wenn du in 29 Jahren in den Spiegel schaust, nur mit der mickrigen Rente dastehen, die der Staat dir zuteilt,
Oder wirst du dich an ein Millionenvermögen anlehnen, das du langsam und geduldig aufgebaut hast? Was du fühlen wirst, wenn du diese magische Zahl erreichst, wird nicht sein, Champagnerkorken knallen zu lassen und auf Luxusjachten zu steigen, wie du es in Filmen siehst. Wegen der Inflation werden sich 1 Million Euro vielleicht nicht mehr so reich anfühlen wie früher. Aber was du fühlen wirst, ist viel wertvoller. Ein tiefes Aufatmen. Du wirst sehen, dass diese jahrelange Disziplin, deine Essensbehälter, die du von zu Hause mitgebracht hast, deine Sturheit, einen Gebrauchtwagen zu fahren, nicht umsonst waren. Du wirst dich weniger reich fühlen, sondern vielmehr bestätigt. Du wirst spüren, dass du es mit einem gewöhnlichen Gehalt, ohne Erbe, ohne Kryptoglück geschafft hast, einfach indem du die Regeln des Systems zu deinen Gunsten gewendet hast. Wenn du dieses Niveau erreicht hast, beginnen sich die Türen für dich von selbst zu öffnen. Vielleicht wolltest du Angel-Investor für diese Start-up-Unternehmen werden, von denen du immer geträumt hast, hattest aber nicht genug Geld. Jetzt hast du es. Vielleicht wolltest du in Immobilien investieren, wolltest aber nicht am Telefon bei der Bank um Kredite betteln. Jetzt öffnet dein Nettovermögen diese verschlossenen Türen. Ein jährliches passives Einkommen von 40.000 bis 50.000 Euro ist die Garantie dafür, dass du im Alter kein Katzenfutter essen musst, selbst wenn alles schief geht. Und glaub mir, das Gefühl der Freiheit, das diese Sicherheit gibt, kann niemand vollkommen verstehen, der es nicht erlebt hat. Aber das eigentlich Schockierende ist das, was danach kommt. Die meisten Menschen sagen, sobald sie ihre erste Million gemacht haben, okay, das war's, und lassen die Disziplin schleifen. Das ist ein riesiger Fehler. Denn beim Vermögensaufbau die erste Million zu erreichen, ist wie ein Universitätsabschluss. Eigentlich fängt alles gerade erst an. Ab hier fängt die Mathematik an, zu deinen Gunsten verrückt zu spielen. Um von 1 Million auf 1,5 Millionen zu kommen, muss dein Portfolio nur um 50% wachsen. Die Verdopplungszeit, die nötig ist, um 2 Millionen zu erreichen, geschieht historisch gesehen je nach Marktbedingungen alle 7 bis 10 Jahre ganz von selbst. Um von 2 Millionen auf 3 Millionen zu kommen, ist nur ein Anstieg von 33% nötig. Siehst du? Der Felsbrocken, mit dem du am Anfang so viel Mühe hattest, rollt jetzt den Berg hinunter und alles, was du tun musst, ist, ihm aus dem Weg zu gehen. Fazit: Du hast 2 Wege vor dir. Entweder beugst du dich diesem auf Sicherheit bedachten, aber dich eigentlich langsam verarmenden System der Deutschen und verbrauchst dein Leben langsam, indem du dich wie dein Nachbar Hans über die Teuerung beschwerst. Oder du vertraust heute, genau jetzt, auf die kalte und ehrliche Kraft der Mathematik und machst einen Schritt. Dieser Weg liefert keine schnellen Ergebnisse wie eine Mikrowelle, er erfordert extrem viel Geduld. Aber wenn du in 29 Jahren die Person sein willst, die sich bei sich selbst bedankt, dann schließ diese Excel-Tabelle und gib die erste Order auf. Denn die Zeit läuft und der Zinseszins arbeitet nur für diejenigen, die in den Zug einsteigen. Die Wahl liegt bei dir. Ich bin Adam. Wir sehen uns wieder.